Geht es dir auch manchmal so? Du brauchst noch schnell eine klitzekleine Nettigkeit? Kleine Anhänger oder Text für Geschenke oder als Lesezeichen, als kleiner Gruß eignen sich da besonders gut. An eine Süßigkeit oder ein kleines Buch, einen Brief oder ein Mini-Geschenk gehängt. Fertig ist die Aufmerksamkeit zum Überreichen. Heute habe ich gleich eine ganze Serie solcher kleinen Geschenkanhänger für dich. Hergestellt sind sie mit dem Stempelset Wunderbare Freundschaft, den Anhängern nach Maß und den 5 In-Colors aus dem neuen Stampin' Up! Katalog. Die In-Colors sind Celadon, Lodengrün, Fräsienlila, Bonbonrosa, Papaya. Bäume und Freundschaft, das passt ja mal wieder super zusammen. Und Herzen sind übrigens auch dabei. Wo? Das zeige ich dir gleich. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Und ich bin mitten im Spielen mit den neuen Materialien aus dem Jahreskatalog 2021/22. Falls du ihn noch nicht hast und keine Demo hast, dann melde dich doch bei mir. Ich schicke dir gern einen zu. Jo, die In-Colors 2021/23 sind ja jetzt seit gestern neu bestellbar. Der Filius, mein Sohn, der Stempelnerd, der hat da schon mit gebastelt und ein Video dazu gemacht. Ich hinke ein bisschen hinterher, aber heute bin ich endlich auch soweit. Ich möchte mit den Stanzen Anhänger nach Maß, die ich sofort ins Herz geschlossen habe, und dem Produktpaket mit der wunderbaren Freundschaft und den Stanzformen dazu viele kleine, nette Anhänger zaubern. Und das Ganze in den 5 neuen In-Color-Farben. Hast du da schon Favoriten? Ich habe ja schon eine Umfrage gemacht und Celadon steht ganz weit oben, steht bei mir hier auch oben und ist auch eins meiner Favoriten. Durchaus. So, ich habe ja hier, dafür habe ich auch schon eine Anleitung gemacht, meine kleine Sortierbox mit den Anhängern, die ich immer ausstanze, was übrig ist. Und das ist alles hier nach Größe sortiert. Die ganz großen sind hier oben drin. Ja, und dann würde ich sagen, basteln wir einfach mal los. Meine Ideen, ich zeige das am besten gleich mal hier, habe ich mit Celadon gearbeitet und auch dieser sind Anhänger zum lieben Dank. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich einfach eine Serie anfertigt, damit man immer was liegen hat. Dieser in Lodengrün, du inspirierst mich. Ich habe die Bändchen so oben erstmal nur ganz einfach angeknotet, weil ich denke, man bindet das ja dann an ein Geschenk ran. Und da geht ja noch ein bisschen was zum Weiterverarbeiten. Hier Fräsienlila, wäre jetzt nicht meine vordergründige Farbe, aber ich habe sie verwendet und bin auch ganz zufrieden. Ein blühender Baum. Und dann haben wir Bonbonrosa. Auch da bin ich immer etwas vorsichtiger, aber ich bin ehrlich, beim Arbeiten, das macht dann schon auch Spaß. Und hier siehst du es, das Herz. Hast du das gewusst? Bäume dieser Art und jener Art und dann einfach umdrehen und schon haben wir feine kleine Herzen. Und da machen sich die 2 Vöglein perfekt drauf. Und hier zum Schluss noch in Papaya auch nochmal ein Herz. Freundschaft gibt Kraft und Halt. Jo, da würde ich mal sagen, basteln wir einfach los. Ich würde sagen, wir basteln das nach. Und dieses. Und dieses. Dieses mal schauen. Und dann gucken wir einfach, wie weit wir kommen. Dann wäre ja vielleicht noch das dran. Aber es kann auch alles ganz anders werden. Du weißt das ja schon. Ich bin da ziemlich spontan. Ich verwende also die Stempelfarben. Dann gibt es hier die Schmucksteine in Color. Die glitzern so schön. Ich halte das mal hoch. Sieht man nicht so richtig, aber glitzern wirklich. Die Bänder habe ich hier hinten in meinem Bänder-Safe. In den 5 Farben. Die 5 kommt dann auch zum Einsatz. Siehst du, ich wusste es doch. Solange der Kaffee nicht fällt, ist alles bestens. Das 5. Band werden wir finden. Hat sich schon, da ist es. Ja, und falls ich sonst noch was brauche, werde ich es aus irgendeiner Ecke herzaubern. Ich habe dann noch das Stempelkissen in dem Fall in, lass mich genau, hab's gleich, Espresso dazu kombiniert, weil ich dachte, das wollte ich dann doch nicht mit diesen Farben machen. Aber dann kann es eben auch losgehen. Ich nehme mir mal eine Unterlage und habe mir die Text schon vorbereitet. Da habe ich die größten Formen genommen von den Stanzformen
Und die werden jetzt einfach so der Reihe nach abgearbeitet. Da wir jetzt in der Form nacharbeiten, werden wir auch mal ruhig. Oder soll ich mehr Herzen machen? Wir werden hier mal 5 Stück hinlegen. Und schon mal ein paar Bäume stempeln. Schon gut los. Die, wie gesagt, in Espresso. Setze ich hier so gerade wie möglich drauf. Nehme auch mal den zweiten Abdruck. Warum nicht? Und noch einen vierten. Und beim 5. kommt ja dann das Herz. So, das ist schon erledigt. Das kann schon mal ein Stück beiseite. Ich glaube, wir brauchen es nicht mehr. Wir werden schauen. Ja, dann haben wir ja hier nehmen wir mal zum Beispiel zuerst wirklich das in Lodengrün. Da nehmen wir diesen Baum, der eher wie ein Tannenbaum aussieht, muss er aber nicht. Kann er natürlich auch. Ja, welche Bäume haben diese Kronenform? Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich stempel jetzt mal, das sind ja wieder so diese 2 Schritte Stempel. Ich mache mal folgendes Experiment. Ich stempel mit dem einen Stempel auf dieses und mit dem anderen stempel ich jetzt. Schau drauf, so sieht es aus. Könnte man schon so lassen. Jetzt stempel ich den einmal hier ab, dass du siehst, was da für ein Effekt ist. Das ist jetzt praktisch in 2 Farben, blasser. Und jetzt könnte ich den zweiten Abdruck nehmen, aber ich nehme schon den ersten und setze ihn drüber. Und du siehst, du hast hier so einen wunderschönen Effekt. Da sieht der Baum super aus. Das gefällt mir richtig gut. Und in meiner Box habe ich auch in Lodengrün einen Tag. Den setze ich ruhig hier unten drauf. Wird zwar ziemlich dunkel, aber gefällt mir. Und dazu kommt eine Schleife. Einmal natürlich für oben. Das ist bald alle hier. Die erste Serie ist bald alle und dann knote ich das hier mal dran. Ich nehme natürlich auch in weiß, aber ich will mal im Gegensatz zu meinem Sohn die Farben nicht bunt mischen, sondern ich lasse sie immer einfarbig, also Uni, sagen wir mal, in der einen speziellen Farbe. Der Stempelnerd hat da ja wunderbare Farbkombinationen zustande gebracht. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, so reinzugreifen in die bunte Mischung dieser Farben. Aber vom Ergebnis bin ich total begeistert. So, das passt da schon drauf. Wird hier unten rangehängt. Das zweite Bändchen kommt oben durch. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Und weil wir ja hier so schön miteinander basteln, wirst du es sicher ertragen, dass ich mal kurz den Embossing-Föhn anmache und in weiß einen Text hier drauf stempeln. Und dann nehmen wir in dem Fall durchaus mal Ich glaube an dich, warum nicht? Stempelblock, da ist er. Schauen, dass hier fettfrei ist, ob es da gut ist, mit den Fingern drüber zu streichen. Es wird funktionieren, wir schauen mal. Mach schon richtig rum. Ich setze es drauf mit dem Embossing und gehe dann mal eben schnell in meine Schachtel und nehme das weiße Pulver und streue es einmal drüber. Da oben ist etwas weiß hingeraten, da das Pulver, das wird abgewischt. Der Rest wird weggepustet und das Ganze einmal geföhnt. Nachdem ich vorhin schon mein Windlicht embossed habe, das kommt in einem der nächsten Videos oder vielleicht war es auch schon, bin ich mir noch nicht ganz sicher, kann ich sagen, es dauert länger das Einbrennen des Pulvers bei Farbkarton als bei Pergament. Jo, wolltest du wissen? Weiß ich nicht. Jetzt weißt es. Jetzt nehme ich die Abstandsklebepunkte, 2 Stück, setze die hier hinten drauf, nicht zu sehr an den Rand. Ziehe die Schutzfolie ab. Immer noch nicht meine Pinzette wiedergefunden.
irgendwann aus irgendeiner Ecke rauslupen und setze es hier unten schräg drauf. Und zwar ruhig ein bisschen tiefer. Und so sieht er aus, der erste Tag. Bisschen ähnlich wie dieser, aber doch wieder ganz anders. Genau. Also Lodengrün haben wir schon abgearbeitet. Und du ahnst es schon, das geht jetzt so einmal durch die Farbpalette. Und damit wir nicht immer nur die pink-roten Töne dann zum Schluss haben, werde ich jetzt erstmal Celadon nach unten schieben, Bonbon Rosa hochholen. Und Bonbon Rosa nehme ich den helleren Baum und die andere Krone, nämlich diese Baumkrone, die man auch wunderbar als einen Busch nehmen kann. Ich sehe gerade, es fehlt einer der Tags. Hat sich wieder einer verkrümelt. Ich hatte schon einen mit ganz vielen Büschen gestaltet. Egal. Okay. Also, jetzt kommen wir zu Bonbon Rosa. Die Krone nehmen wir den Busch in dem Fall mit beiden tollen Formen übereinander gestempelt. Ich finde, es geht auch immer eine für sich allein. Passt auch. Und jetzt hole ich von hier drüben mal ein paar kleine Stanzteile. Wir haben noch keine neue Sortierbox bekommen. Ich habe aus den Stanzformen in dem Fall wirklich nur diese kleinen zwei Vöglein genommen. Das sind diese hier. Und die zwei Schilder, die Texte. Mit den Bäumen habe ich noch gar nicht gestanzt. Das kommt dann in einem nächsten Video. Ja, alles schön der Reihe nach einteilen. So, hier setzen wir zwei weiße Vöglein drauf. Im besten Fall zwei, die sich anschauen. Dafür nehme ich die kleinen Abstandsklebepunkte auf die Rückseite. Passen da super drauf. Ziehe die Schutzfolie ab. Und setze die jetzt so drauf, dass sie sich anschauen. Schon ziemlich weit. Und was nehmen wir noch? Jetzt nehmen wir hier so ein Bonbon-rosa Schild. Da haben wir ja nur eine Schleife genommen. Hier nehmen wir ein Schild und was setzen wir drauf? In Gedanken bei dir. So, wir müssen die Texte der Reihe nach abarbeiten. Dieser, ja, passte drauf. Aber so weit von. Jo. Und ich mache das mal Ton in Ton. Muss ja gar nicht so auffällig sein. Das setzen wir jetzt hier einfach wirklich Bonbon-rosa drauf. Ich habe es schon geahnt, es ist etwas schief geworden. Heute wird alles schief. Macht aber nichts. Setzen wir ein bisschen höher, weil dann kommt unten noch eine schöne Schleife hin. Zwei Abstandsklebepunkte. Das geht jetzt immer so weiter. Ich mache jetzt die ganzen Texte der Reihe nach und das Ganze ist ja eigentlich so ein bisschen ein Spielekram, ne? Man kann sich da einfach austoben. Da ist ja nie eine Grenze gesetzt. Einmal das Bonbon Rosa oben durch und einmal unten eine Schleife dran. Und dann nehmen wir natürlich auch noch die Facetten, die Schmucksteine. Gleich nochmal, wie sie genau heißen. Gib's zu, ich hätte Schleifen schon vorher bauen können, dann wäre es hier wesentlich schneller gelaufen. Ich werde jetzt auch nicht bei jedem eine Schleife binden. Hier ist nochmal eine. Schön festziehen, die Ohren ausgleichen, gerade Rücken, Bludert. Klebt er klebt, hier unten draufsetzen. Auch hier habe ich jetzt mir gespart, dass der Baum auf dem Boden steht. Ja, zweiter Tag fertig. So, war wie dieser hier drüben. Genau, das war Bonbon Rosa. Wir holen mal hier noch so ein Glitzerelement. Jetzt bräuchte ich also wirklich meine Pinzette, aber ist jetzt so. Und das setzen wir genau hier oben hin. Da schaut das super aus. Genau, also Bonbon Rosa ist Geschichte.
Hier hinten sind noch Tags. Ich wusste es doch. Aus jeder Ecke kommen nochmal welche. Nochmal ein Herz. Mal hier drauf. Und den Baum mit den Büschen. Da ist der Baum mit den Büschen, den ich vorhin gesucht habe. Ja, das ist toll. So, jetzt kommt also der dritte im Bunde. Wir bleiben mal noch ein bisschen bei den speziellen Farben. Du weißt, nehmen wir also jetzt einen blühenden Baum in Fräsienlila. Wo ich nochmal mit dieser runden Krone Nummer 1 aufgestempelt und Nummer 2 drüber gesetzt. Kann man auch ein bisschen ausgleichen, wenn da mal was schief geht. Ja, lass mal so. Bei dem nehmen wir jetzt hier dieses Schild von unten und stempeln nochmal Ich glaube an dich drauf. Das ist dieses. Siehst schon, das Stempelset, das ist wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Tisch ist bunt und voll und ich habe für die nächsten Zeiten jede Menge kleine Geschenkanhänger. Das ist super. Ich glaube an dich ist draufgesetzt. 2 Abstandsklebepunkte. Ganze etwas schräg draufsetzen. Und dann nehmen wir mal hier noch so ein kleines Vöglein, damit sich das besser abhebt. Schiebe ich das hier unten so ein bisschen an der unteren Kante einmal durch mein Stempelkissen. Setze ich jetzt auf die Rückseite wieder den Abstandsklebepunkt, in dem Fall einen kleinen. Und setze es hier drauf, so knapp an die Kante. Und dadurch hebt sich der Rand unten ziemlich gut ab. Ja, Schleife, das gleiche Thema wie eben. Und jetzt wollen wir noch endlich mal zu den Herzen kommen. Nehmen wir ruhig das Herz in Papaya. Und schauen wir mal, was wir da jetzt drauf stempeln. Also das Herz schön setzen. Das Papaya-Stempelkissen. Komm mit dem Text, du inspirierst mich. Stempel das jetzt in den oberen Bereich. Und du siehst, sobald ich meinen Busch oder meine runde Baumkrone falsch rum aufsetze, habe ich ein wunderschönes Herz. So einfach geht das mit den Herzen. Egal in welcher Farbe, es sieht einfach nett aus. So ein Herz. Jo, und da kommt unten jetzt in Papaya, du inspirierst mich hin. Bei dem Stempel bin ich immer noch so ein bisschen dran am Arbeiten, dass ich ihn gerade hinkriege, beziehungsweise er geht nicht gerade. Also ich muss da noch mal ein bisschen üben. Ich kriege keine Linie, wo ich denke, das ist sie. Es wirkt, jetzt habe ich sie. Siehst du, schon so einfach. Muss nur eine Weile drüber reden, schon wird das. Also du inspirierst mich. Schauen wir mal. Es ist wirklich ziemlich gerade geworden. Sehr gut. Und da setzen wir jetzt oben an noch eine Schleife. Also wieder eine für Anhängen. Und eine einfach drauf. Enden schön ziehen. Finger reinstecken. Laufen. Und die Enden unten ziehen und dann das Ganze andrücken. Dann kriegen wir die Schleife so hin, wie wir sie brauchen. Nochmal ein Glue dort hinten drauf. Und da geht die Schleife oben aufs Herz. Ja. Dazu noch 2 Glitzersteinchen, die gehen in dem Fall nach unten. So, hier unten einer hin. Daneben einer. Und der dritte sitzt Tatsache da.
Das ist immer so eine Sache mit dem Glitzikram. Und hier oben das Bändchen rein. Und dann haben wir das. Super. Tauben drauf, Vöglein drauf oder auch nicht. Das ist jetzt egal. Und was fehlt noch ganz zum Schluss? Der Favorit. Celadon. Also ich gebe es zu, meins ist es, mein Favorit ist es auch. Zumal weil es so eine Farbe ist, die passt schon wieder immer und überall. Kurz meine Stempel. Und nehme den letzten Tag. Und dann Celadon doppelt. Einmal die Krone. Und mit dem anderen Stempel die Krone. Da sitzt ein bisschen links. Jetzt muss hier was, guck mal, was reingesprungen in meinen Stempelgriffen. Richtig raus. Gerettet. Und unten bauen wir jetzt eine Parade an Büschen hin. Da ist viel los auf dem Blatt. Viel Wald. Jo, viel Grün. Der Baum steht mitten im Grün. Genau. Fehlt schon wieder ein Stempel. Da ist er. Und für einen Stempel hier unten, diese Fläche, wo der Baum draufsteht, weil manche Bäume, hat man ja das Gefühl, stehen in der Luft. Wenn ich das da unten intensiv stempel, dann sieht man, dass da so ein richtiger Boden ist und dahinter sind dann Büsche und das Ganze mit schön viel Grün. Wir haben hier auch noch so einen Klecksstempel, kann man auch noch 1000-mal verwenden. Hier bei dem klecksen wir jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Könnte man auch noch überall ergänzen. Also du siehst, das Stempelset ist sehr vielseitig einsetzbar und das ist nur der Anfang. So, was haben wir noch? Ein schönes Schild oben drauf. Nehmen wir hier nochmal das Viereckige. Und beziehungsweise wir holen uns doch nochmal hier einen Tag raus. Auch diesen hier. Und nehmen nochmal die Inspiration. Hier. Stempelblock. Kleinen. Schauen mal, ob das nochmal wird. Wir waren schon fertig, fangen nochmal an. So. Jo, passt. Und werden den einfach hier oben noch quer drüber setzen. Der ist groß, aber ich finde das ziemlich lustig, weil die beiden Tags ja vom Abschluss her oben zusammenpassen. Schön weit runter. Das ist Celadon. Haben wir auch noch ein Bändchen für. Ja, ein bisschen länger machen. Anbinden. Und noch ein Schmucksteinchen. Das kommt bei der Inspiration drauf. Könnte dann an die Seite auch noch mal ein Steinchen. Jo. Fertig sind sie, meine Tags. Meine ganze Serie mit Tags. Und das sind die neuen InColors. Du hast schon gemerkt, beim Spielen behaupte ich mal, das macht richtig viel Spaß. Ich werde die jetzt hier mal alle so schön hintrapieren. Die Grüntöne gehen über in das Papaya und gehen dann weiter über in das Bonbonrosa und ganz zum Schluss ins Fräsienlila. Du siehst, Bäume, Sträucher, Herzen, alles machbar mit diesem tollen Stempelset. Wunderbare Freundschaft. Jo, mein Projekt für heute, die Vorstellung von den InColors und die Geschenkanhänger, die man sicher für alle Möglichkeiten weiterverwenden kann. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Das kostet dich nichts und du verpasst keine meiner weiteren Ideen. Alle verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal.
Deine Angela von der Stempelfamilie.